Start in Zell am See zur dritten Reiseetappe Richtung Kroatien. Ich bin der Willi und in diesem Video siehst und hörst meine Erlebnisse von dem Tag. Die Fahrt über den Grossglockner ins Kärntnerland runter, durch Slowenien durch bis ins Kroatische. Meine Hoffnung, dass nach dem Starkregen vom Vortag der heutige Tag ein bisschen besser würde, hat sich nur teilweise bewahrheitet. Ich bin dann bereits schon mit dem Glühwürmli-Anzug losgefahren. Der Grossglockner darauf ist dann noch recht starker Nebel dazugekommen. Aber wenigstens sind nicht mehr ganz so starke Bäche auf der Straße zu fliessen gekommen. – 1935 ist die Grossglockner Hochalpenstrasse in Betrieb genommen worden und kurz bevor ich darüber gefahren bin, ist das 90-jährige Jubiläum gefeiert worden. Das war sicher bei besserem Wetter wie ich das erlebt habe. Und ob jetzt bei diesen Witterungsverhältnissen die 18 € für eine Durchfahrt mit dem TÜV gerechtfertigt sind, das ist ein anderes Thema. Unter dem Strich ist es eine sehr schöne Strasse, eine sehr schöne Gegend und ja, ist halt einfach schade, wenn man das Wetter nicht besser bereicht. Ob jetzt ein Grossglockner vor 90 Jahren gebaut worden ist oder ein Stelfserjoch oder ein Julier von noch viel längerer Zeit, das ist eigentlich nicht einmal so entscheidend. Schlussendlich sind ja die Entbehrungen der damaligen Bauarbeiter und von denen, die auch in der heutigen Zeit immer schauen, dass solche Pässe offen sind, den Winter durch teilweise oder wenn irgendein Murgang war, dass wieder instand gesetzt werden und wirklich auch immer befahrbar sind oder fast immer befahrbar sind. Das ist sicher einmal ein ganz grosser Dank und eben, wenn das Wetter amig noch passt, dann ist halt amig die Schattenseite, dass es einen Haufen Auto, einen Haufen TÜV, einen Haufen Velo hat. Und da fragt man sich dann, ob vielleicht so ein Wetter manchmal auch gerade etwas Schönes hat, dass man dann wirklich so einen Pass fast für sich hat.
am Grossglockner durchab kommt man Heiligenblut vorbei, dann am Abzweiger, wo man Richtung Lienz kann weg. Ich bin aber ostwärts, Richtung Oberfelach im Tal von der Drau. Bin ich durchabgefahren, man kommt am Millstädter See vorbei, am Ossi-Jacher-See und in der Nähe von Villach dort ist auch der Wörthersee und der Fackersee, also viele bekannte Gewässer. Ein paar Kilometer südwestlich von Villach führt dann der Wurzenpass mit zum Teil mit beeindruckenden 18% Steigung Richtung Slowenien über. Und dort bin ich dann weitergefahren. Der Wurzenpass ist ja nicht weit weg vom Dreiländereck von Österreich, Slowenien und Italien. Kurz nach der Passhöhe, einige Kilometer unterhalb, ist ein Abzweiger, wo ich dann weiter Richtung ostwärts bin. Man kommt dann schon bald in den bekannten Skiort Kranjska Gora. Weitergeführt haben mit Strecke Richtung Jesenice und nach etwa gut einer Stunde, anderthalb, bin ich in etwa zu Ljubljana vorne gewesen.
habe hin und wieder einmal die Strecke, die ich gefahren bin, in Slowenien fast parallel zur Autobahn geführt hat. Es wäre jetzt nie irgendein Gedanke gewesen, dort ein paar Kilometer direkt abzuspulen, weil auch bei relativ ereignislosen Strecken, Nebenstrecken, ist es doch viel angenehmer, ohne die Hetzerei auf der Autobahn können Distanz überwinden. Kurz vor Ljubljana ist dann das Vorkommen ein bisschen schwierig geworden. Es hat Kolonnen gehabt, es hat Baustellen gehabt. Und ja, ich bin froh gewesen, als ich Richtung Mittelmeer abbiegen konnte. Es war wirklich ein Haufen Verkehr dort auf der Straße gewesen und der vorgefasste Plan, vielleicht noch ins Stadtzentrum reinzugehen, der ist dann schnell verflogen. Dass sich die Hitzeperioden und die Trockenheit vom Juni 2025 pünktlich zu meinem Ferienanfang gewechselt hat, das habe ich noch mehrmals am Tag merken. Es hat etwa einmal noch zum Teil auch recht stark wieder geregnet und die Temperatur war nicht gerade kalt gewesen, aber doch zum Glück weit weg von diesen Hitzerekorden, die wenige Tage vorher und nach waren. Auf der Strecke von der slowenischen Hauptstadt Ljubljana Richtung Mittelmeer, da hat es noch ein paar Gelegenheiten gehabt, um schöne, kurvige Nebenstrassen zu befahren. Erwartungsgemäss sind natürlich nicht mehr die Hochalpenstrassen gewesen. Für das ist es halt einfach dort unten bereits schon zu wenig hoch. Aber es war sehr eine schöne Strecke, sehr ein schönes Gebiet gewesen. Und langsam bin ich meinem Tagesziel näher gekommen. So bin ich dann zu den ersten Häusern von Rijeka gekommen. Das Mittelmeer bereits schon deutlich vor mir zugehört, das Wetter wunderbar und die Suche nach einem Campingplatz ist losgegangen. Trotzdem ich keine Reservation auf irgendeinem Campingplatz hatte,
und das Gebiet um Krk, also in der Bucht von Rijeka, sehr viel besucht ist, bin ich dann zum ersten Campingplatz hergefahren, an die Rezeption, und hatte Glück gehabt. Es war natürlich auch noch der Umstand gewesen, weil die Hauptsaison ist erst in ein paar Tagen losgegangen. Zu meinem Glück einen schönen Platz gefunden und am Meer eine Sicht auf die Raffinerien von Rijeka. Ich weiss auch gar nicht, wie man korrekterweise so eine Ferieneinrichtung wie hier auf Krk sagen würde. Für mich war es ein Campingplatz, ein Personenzelt und mit dem Töff nebendran. Andere sind da mit riesengroßen Wohnmobilen oder mit in Häuschen einquartiert gewesen. Ich bin zwar jetzt in Kroatien gewesen, aber die Reise soll ja noch weitergehen. Weitere Videos werden folgen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und hoffe, dass dich die ersten Berichte jetzt bereits schon haben können, ein bisschen unterhalten und dass du weiter dran bleibst. Ciao und eine schöne Zeit.